Die veraltetere Vorstellung von der Schule zu gehen, einen Job zu finden und langfristig an der Börse zu investieren, kann in Frage gestellt werden, wenn wir sehen, dass immer mehr Geld gedruckt wird. Die Diskrepanz zwischen dem reichsten 1% und den restlichen 99% ist äußerst groß. Es geht nicht nur um finanzielle Fragen, es ist notwendig, einen Schritt zurückzutreten und eine umfassendere Sichtweise einzunehmen. In jedem von uns steckt ein armer und ein bürgerlicher Mensch. Menschen aus der Mittelschicht streben nach Sicherheit und einem festen Gehalt, während reiche Menschen eine andere Denkweise haben. Diese verschiedenen Aspekte sind in uns allen vorhanden, aber sie werden nicht gelehrt. Uns wird beigebracht, zur Schule zu gehen, einen Job zu finden und ein Gehalt zu verdienen, aber wir sind nicht bereit, reich zu werden. Als wir das Buch Rich Dad Poor Dad lasen, wurde uns klar, dass mein reicher Vater sich weigerte, mir ein Gehalt zu zahlen, da er glaubte, dass dies eines der schädlichsten Dinge im Leben eines Menschen sei. Ihm zufolge wird man Angestellter, wenn man ein Gehalt erhält. Das ist die Mentalität meines reichen Vaters, er hat mich nie bezahlt. Er hat meinen armen Vater in den Wahnsinn getrieben, einen Beamten, der glaubt, wir sollten die Leute bezahlen. Mein reicher Vater sagte nicht, dass die Bezahlung schlecht sei, er sagte, er wolle kein Sklave des Geldes sein. Wenn mein reicher Vater als Geschäftsmann bankrott geht, gründe ich einfach eine andere Firma, ich brauche kein Gehalt. Ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert. Wenn meine Regierung mich nicht mag, ziehe ich in ein anderes Land, weil sie Unternehmer brauchen. Daher sind Unternehmer nicht viele Unternehmen, sondern vielmehr Denkweisen, Fähigkeiten und ein anderes Regelwerk. Für kleine Unternehmen gelten nicht die gleichen Regeln wie für große Unternehmen. Unternehmertum ist in erster Linie eine Denkweise, eine Reihe von Fähigkeiten und Funktionen. Je nachdem, ob Sie ein Angestellter oder ein Kleinunternehmer sind die Regeln unterschiedlich, die Denkweisen sind unterschiedlich, die Fähigkeiten sind unterschiedlich. Wenn ich jemandem etwas zu sagen hätte, der noch nie Unternehmer war und darüber nachdenkt, den Schritt zu wagen, einer zu werden, würde ich dasselbe sagen, was mir passiert ist. Ich erinnere mich noch genau daran, dass mein letzter Gehaltscheck einer der schlimmsten und besten Tage meines Lebens war. Ich war in Puerto Rico und arbeitete für Xerox, und mein Chef gab mir einen letzten Scheck, keinen Gehaltscheck, sondern einen Bonus. Ich glaube, es waren etwa 30.000 US-Dollar steuerpflichtig. Als ich den Scheck erhielt, war ich aufgeregt, aber auch beunruhigt. Ein anderer Typ kam auf mich zu. John war sein Name und er warnte mich, dass ich zurückkehren sollte. Ich fragte nach dem Grund und er antwortete, dass es an meinem Versagen lag. Ich starrte ihn an und stieß ein paar Schimpfwörter aus, schließlich hat er genau das getan. Er hat bei Xerox versagt und ist zurückgekommen. Also sagte ich zu ihm, Mann, du hast versagt und bist zurückgekommen, aber wenn ich versage, werde ich nie zurückkommen. Das ist die Haltung, verstehen Sie? Wenn Sie scheitern, wird es Ihr Schicksal sein, zu Mama und Papa zurückzukehren. Werden Sie sich so verhalten? Wenn ich also versage, werde ich Unternehmer. Ich habe Jahre ohne Geld verbracht, aber genau dazu hat mich mein reicher Vater ermutigt. Wenn Sie nicht über dieses feste Gehalt verfügen, werden Sie zielstrebiger, gerissener und das stellt Ihren Charakter auf die Probe. Du wirst ein schlechter, unehrlicher Mensch oder jemand besserer werden. Daher besteht der große Vorteil, Unternehmer zu werden, darin, wirklich zu entdecken, wer man ist, wenn man nichts hat. Schauen Sie immer auf das große Ganze. Viele Menschen sehen nur die positive Seite, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass etwas Gutes passieren wird, wenn etwas Schlimmes passiert. Sie müssen auf alles vorbereitet sein, was auch immer kommt. Wenn Sie glauben, dass die nächsten 20 Jahre die gleichen sein werden wie die letzten, sind Sie zum Scheitern verurteilt. So wie wir das Verfallsdatum eines Produkts im Supermarkt überprüfen, müssen wir das Verfallsdatum in unserem Kopf überprüfen. Anstatt in Schulden zu versinken, habe ich meine Schulden zu meinem Vorteil genutzt. Ich habe gerade eine Schuld von 300 Millionen refinanziert und dabei die Zinsen von 5% auf 2,5% gesenkt. Dadurch habe ich ein Vermögen verdient, da durch die Kostensenkung nun jeden Monat mehr Geld eingeht.
Während einige Finanzexperten sagen, man solle Schulden vermeiden, sage ich, lernen Sie, sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Als ich im Januar 1973 nach Vietnam zurückkehrte, sagte mir mein wohlhabender Vater als erstes, dass ich zur Schule gehen sollte, um zu lernen, wie man in Immobilien investiert. Es ging nicht nur um Immobilien, sondern auch darum, wie man Schulden und Steuern zu seinem Vorteil nutzen kann. Schulden und Steuern machen die Reichen reicher und die Armen und die Mittelschicht ärmer. Deshalb werden alle reichen Leute, die als Ärzte und Anwälte auftreten, getäuscht und sie verstehen nicht, warum. Ärzte werden getäuscht, wenn sie mehr Geld bekommen, das Familieneinkommen aber geringer ist. Da bin ich mir sicher, denn mein Arzt war glücklich und sagte mir, endlich habe ich $1 Million verdient. Ich fragte, sehen Sie, wie viel Sie an Steuern zahlen? Er antwortete, 750.000 Steuern. Daher betrug sein Nettoeinkommen etwa 400.000. Das ist nicht gut. Wenn ich $1 Million verdiene, behalte ich 1 Million. Der Grund ist einfach, das verdiene ich nicht, wenn Sie arbeiten, um Geld zu verdienen, werden Sie besteuert. Die wichtigste Lektion von Rich Dad, Poor Dad ist, reiche Menschen arbeiten nicht für Geld, sie gründen Unternehmen wie Unternehmer und investieren in Immobilien. Ich habe eine bessere Kontrolle über mein Einkommen, wie viel ich verdiene und wie viel ich an Steuern zahle. Als Geschäftsmann und Immobilieninvestor zahle ich keine Steuern, also wann immer ich $1 Million verdiene als Unternehmer, investiere ich sofort in Immobilien und bekomme eine Gehaltserhöhung von 4:1. Auf diese Weise habe ich $1 Million in Immobilien investiert und es geschafft, von der Bank eine Rendite von 4 Millionen zu erzielen. Deshalb habe ich ein gutes Verhältnis zu Bankinstituten, aber mir ist bewusst, dass sie der breiten Bevölkerung schaden. Während es für mich von Vorteil ist, weiß ich, dass die grassierende Gelddruckerei negative Folgen für diejenigen hat, die hart arbeiten und sparen. Am Ende profitieren diejenigen, die Schulden haben, denn Schulden und Steuern tragen zur wirtschaftlichen Ungleichheit bei und machen die Reichen reicher und die Armen ärmer. Es ist an der Zeit, veraltete Konzepte aufzugeben, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die traditionelle Vorstellung von Studieren, einen festen Arbeitsplatz finden, sparen, Schulden abbauen und ein Eigenheim als langfristigen Vermögenswert erwerben, passt nicht mehr zur aktuellen Realität. Seit Präsident Nixon 1971 den Goldstandard aufgehoben hat, ist Geld zu einer Form von Schulden geworden. Vielleicht ist es auch an der Zeit, das Bildungssystem zu überdenken, da die Informationen alle 18 Monate erneuert werden und viele Konzepte schnell obsolet werden. Daher ist es wichtig, dass wir uns an diese Veränderungen anpassen, um in der heutigen Welt erfolgreich zu sein. Kaum ist man mit der Schule fertig, hat man es schon hinter sich. Deshalb kenne ich viele Freunde, die in Harvard studiert haben, weil ich selbst dort studiert habe. Das war vor 50 Jahren. Derzeit verlangen Banken Zinsen, um die Leute zum Sparen zu bewegen, aber sie wollen ihr Geld eigentlich nicht, da sie es ununterbrochen drucken. Deshalb sehen wir diese Blase an der Börse und am Immobilienmarkt, weil die Leute ihr Geld loswerden. Hier sind die Sparer die Verlierer, da das Geld als nutzlos gilt. Trotzdem sagen viele, sie wollen einen gut bezahlten Job, aber diese Denkweise ist veraltet. Auch die Idee, aus der Verschuldung herauszukommen, gilt als überholt, da man lernen muss, sich strategisch zu verschulden, um reich zu werden. Die Frage der Steuern ist von grundlegender Bedeutung, um zu verstehen, warum nur 1% der Bevölkerung an der Spitze steht, während die anderen 99% ums Überleben kämpfen. Ein Unternehmen zu eröffnen und leicht verdientes Geld zu erwarten, ist nicht realistisch. Sie müssen die Komplexität des Unternehmertums verstehen. Die meisten Unternehmen sind klein und haben nur einen Eigentümer, die sogenannten Einzelunternehmer. Dies geschieht, weil die Menschen nicht wirklich verstehen, was ein Unternehmer tut, was dazu führt, dass die meisten Menschen eher Selbstständige als echte Unternehmer sind. Selbstständige zahlen die meisten Steuern, und das bleibt oft unbemerkt. Wir können dies Unternehmertum nennen, aber der Punkt ist, dass es keine vollkommen gute Wirtschaft gibt. Wir haben es alle mit einer externen Ökonomie zu tun,
Aber wir haben auch unsere eigene interne Ökonomie, die mit Willenskraft verändert werden kann. Für mich ist es egal, was gut oder schlecht ist, denn ich weiß, dass ich so oder so erfolgreich sein werde. Ein armer Mensch mit schlechter wirtschaftlicher Lage sieht nur die Schwierigkeiten, da er nicht weiß, wie er Geld verdienen kann. Auf der anderen Seite strebt jemand aus der Mittelschicht nach einem guten Haus, einem sicheren Arbeitsplatz und einem Auto. Daher ist der Verlust des Arbeitsplatzes für sie eine Katastrophe. Für einen Unternehmer ist es nicht das Ende der Welt, keinen festen Arbeitsplatz zu haben. Was ich immer sage ist, dass es, wie Kebak Follor mir beigebracht hat, immer zwei Seiten zu berücksichtigen gibt. Verstehst du, was ich meine? Um einen Plural zu bilden, sind mindestens 2 Punkte erforderlich. Wenn Sie also glauben, dass die wirtschaftliche Situation schlecht ist, liegt das daran, dass Ihre finanzielle Situation ebenfalls schlecht ist. Wenn Sie Wert auf Arbeitsplatzstabilität legen, werden Sie eine Wirtschaft ohne Beschäftigungsmöglichkeiten erleben. Was ist kontrollierbar und was nicht? Ja, ich kann es kontrollieren. Dies wird als interner Fokus versus externer Fokus bezeichnet. Auf diese Weise bleibt der wahre Unternehmer innerlich fokussiert und denkt, wenn er fällt: Das ist gut, ich werde höher klettern. Andererseits fällt ein gewöhnlicher Mensch und denkt darüber nach, aufzugeben. Oder sie haben immer noch Angst davor, Fehler zu machen, aber Fehler sind wichtig, weil sie bedeuten, dass sie etwas nicht wussten. Ein echter Unternehmer gibt niemals auf und macht weiter, selbst wenn er scheitert. Egal was passiert, er wird stärker, besser, klüger und glücklicher. Andererseits fürchten Menschen mit einer schwachen Mentalität das, was passieren könnte, so sehr, dass es in den meisten Fällen auch passiert. Wer zum Beispiel Angst hat, seinen Job zu verlieren, verliert ihn oft. Verstehst du, was ich sagen will? Ja, genau. Die erste Aufgabe des Unternehmers besteht darin, das Innere zu kontrollieren, nicht das Äußere. Wenn Sie Ihr Gehalt erhalten, sind Sie Arbeitnehmer. Du musst stärker sein. Es kommt auf die interne Kontrolle an.